Willkommen auf unserer Reise mit der AIDA Nova skandinavische Highlights im September 2024. In diesem Video sprechen wir über die neue Getränkekarte, die Restaurants, das Schiff und die Destinationen unserer Reise mit einigen Tipps. Da wir mit einem Rollstuhlfahrer reisen, legen wir den Fokus auch ein wenig auf behindertengerechtes Reisen mit der AIDA. Hallo Freunde, heute geht's los. Wir fahren jetzt gleich nach Kiel und die Fracht ist auch schon im Auto. Unser Thomas wird schon parat gemacht, damit er mitfahren kann. Und wir freuen uns schon riesig auf diesen Urlaub. Und Thomas, Ja. freust du dich schon? Ja, ich bin bereit. Du bist bereit? Na dann. Ja. Wir haben es geschafft, Behindertenparkplatz, alles ausgeladen. Wir sind direkt am Kai und da steht auch schon die AIDA. Das ist mit dem Auto wirklich nicht weit. Da hinten ist das Terminal und die Kofferaufgabe ist da an den weißen Zelten. Hier sind wir auch gleich bei der Kofferabgabe und dann müssen wir darüber. Für Behinderte gibt es gleich die Wohlspur, den roten Teppich. Das ist nochmal hier perfekt organisiert für Rollstuhlfahrer. Und immer schön lächeln. Alles erledigt. Und jetzt geht's an Bord. Kaum, dass wir auf dem Schiff sind, schon sitzen wir in der Lanai-Bar und trinken uns natürlich schon die ersten Cocktails. Frisch auf dem Schiff gehen wir gleich an die Bar. Wir wollen sehen, was sich mit der neuen Getränkekarte so alles geändert hat. Unser erster Cocktail an Bord. Und was schon in Facebook berichtet wird, es ist nicht mehr so wie früher. Der Pina Colada schmeckt ein bisschen wie Ananassaft. Und die Ananas fehlt als Frucht. Und die Ananas fehlt. Überall sind statt frischer Früchte jetzt Trockenfrüchte drin. Die getrocknete Ananas ist so glibbig aufgeweicht, das ist eher kontraproduktiv. Wir haben verschiedene Bars ausprobiert, doch nirgendwo schmeckt die Pina Colada wirklich gut. Die neue AIDA. Ja, Trockenobst. Auch ist in den Getränken jetzt massenhaft Eis drin. Natürlich muss in dem Bacardi Cola Eis drin sein, doch wenn ich ein bisschen Flüssigkeit um das Eis rum getrunken habe, ist das Glas immer noch halb voll Eis. Wenn ich ein Getränkepaket habe, ist das egal, dann bestelle ich einfach ein zweites Getränk. Aber bei den hohen Preisen fühle ich mich, wenn ich das bar bezahlen müsste, doch etwas übers Ohr gehauen. Die Barmixer haben die Anweisung, die Gläser voll Eis zu machen, da sonst angeblich der Geschmack verfälscht würde. Wer keine Cocktails oder sonstiges unbedingt trinken muss, der kommt natürlich auch ohne Getränkepaket aus. Morgens beim Frühstück gibt es ja kostenlos Kaffee, ab 12 Uhr mittags sind die Restaurants auf. Dort gibt es kostenlos Getränke wie Cola, Limo, mittags auch Bier und Wein. Das Fuego zum Beispiel hat zwischen 12 und 20 Uhr auf, da kann man also jederzeit hingehen und etwas trinken. Ab 18 Uhr sind auch wieder die normalen Buffet-Restaurants auf. Da kann man auch wieder bis 21 Uhr trinken, auch Bier und Wein. Also verdursten wird man nicht. Das, was man dann eventuell noch zwischendurch trinkt, einen Kaffee oder so nachmittags, das ist dann günstiger, als wenn man ein Getränkepaket nimmt. Man sollte sich also vorher im Klaren sein, braucht man ein Getränkepaket oder nicht. Und das sollte man auch gleich mit der Reise mitbuchen, denn später lohnt sich das nicht mehr. Den Sicherheitsfilm macht man natürlich heutzutage digital. Aber keine Sorge, Sie müssen nicht zwangsläufig aufstehen, denn wir fahren ja in der Nacht von. Zuerst fährt die Stena-Line und dann fahren wir. Wir drücken uns so langsam vom Kai weg. Auch aus der Luft werden wir beobachtet. Von der Lanai-Bar nehmen wir Abschied aus Kiel. Vorbei noch an der MSC Europa 4. Wir starten in Kiel bei super Wetter. Besonders toll ist die Aussicht von der Veranda-Kabine bei Freunden, die nach vorne rausgeht. Da hat man einen fantastischen Blick. Auf unserer Fensterbank kann man in Ruhe lesen. Wir haben eine schöne Mehrblickkabine auf Deck 4. Das ist bei der Temperatur draußen ideal. Zu allen Kabinen, auch zu der Behindertenkabine auf Deck 4, gibt es ein extra Video. Jetzt aber eilig. Überholt uns so langsam. Naja, vielleicht muss AIDA Sprit sparen. Am Seetag schaut man sich natürlich das Schiff an. Wir kennen die Nova schon etwas aus vergangenen Reisen.
Daher ist uns das nicht alles unbekannt. Dazu gibt es auch schöne Videos. Die Nova bietet aufgrund ihrer Größe viel Abwechslung. Besonders gelungen finde ich hinten den Bereich vom Klettergarten. Dort ist auch der Eingang zu den Wasserrutschen und zum Kinderrutschen. Das ist sehr schön gemacht, da kann man bei schönem Wetter auch draußen sitzen und dort wird auch Dart gespielt. Da es nicht so heiß ist, gibt es natürlich auch viele freie Liegen und es geht an Deck sehr entspannend zu. Den Pool finde ich für so ein großes Schiff doch recht klein. Dafür ist man aber schön in den Kälteregionen mit der Nova unterwegs. Hier auf der Nova gibt es auch wieder Handtücher en masse. Die kann man sich einfach nehmen und auch wieder wegbringen. Da besteht ja auch nicht die Gefahr, dass man die am Strand oder so liegen lässt, wie in der Karibik. Ihr habt alle Hunger und Lust, jünger rauszukommen? Ja! Dann dürft ihr schon mal einmal über den roten Teppich oder bitte einmal stehen bleiben. Am Abend gehen wir zum ersten Mal in die Time Machine. Das ist ein Erlebnisrestaurant und ist am ehesten vergleichbar mit einem Krimi-Dinner. Hier gibt es nur mehr Action drumherum. Das Essen auf Basis von Fleisch ist eher Durchschnitt. Das bekomme ich so auch in einem Buffet-Restaurant. Hier würde ich beim nächsten Mal eher das Fischmenü wählen. Aber man geht in die Time Machine nicht wegen dem Essen, sondern wegen dem Erlebnis. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit! Tafelspitz. Tatsächlich, Mesdames et Messieurs, halten Sie Ausschau nach Quallen. Nein, es tut mir leid. Unser erstes Ziel ist Oslo. Wir liegen nicht vor der Festung am Cruise Terminal, aber immer noch recht zentrumsnah. Aufgrund des schlechten Wetters entschließen wir uns erstmal eine komplette Runde mit dem Hop-on, Hop-off-Bus zu fahren. Dieser hält an allen guten Stellen, das ist optimal, außer am Holmenkollen. Der liegt leider außerhalb der Route, den kann man aber auch gut mit dem Taxi erreichen. Das ist natürlich bei schönem Wetter wunderbar, weil da hat man eine hervorragende Aussicht über Oslo. In der zweiten Runde fahren wir bis zur Oper. Das ist ein Bauwerk, das man begehen kann. Die weißen Steine sind allerdings auch schon leicht vergilbt. Hier gibt es also auch in Norwegen Planungsfehler. Von hier aus hat man auch einen schönen Blick auf die Sauna im Wasser, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Der Blick ist schon sehr imposant. Und weiter geht's Richtung Innenstadt. Oslo ist auch bekannt als Tigerstadt. Die Tigerstatue symbolisiert die gefährliche Stadt im Gegensatz zum ruhigen Land. Von hier aus geht es über die bekannte Straße St. Johannsgate bis zum Königlichen Schloss. Ein Eis darf natürlich auch nicht fehlen. Hier wird alles, auch das kleine Eis, mit Karte bezahlt. Wir haben uns die Straße allerdings spektakulärer vorgestellt. Vor dem Schloss biegen wir dann ab Richtung Hafen. Saunen überall, hier kann man sogar schwimmende Saunen mieten. Wir schauen natürlich auch auf die Sportboote, die überall vor den Häusern liegen. Google Maps ist toll und wir finden den Weg immer zurück zum Schiff. Und schon sind wir zurück am Schiff, das lässt sich wunderbar zu Fuß erkunden. Und da steht da schon die AIDA. Der Hop-on, Hop-off-Bus ist eigentlich unsere Empfehlung für Oslo. Der fährt alle wichtigen Ziele an, sodass man alles mitnehmen kann. Oder man geht gleich zu Fuß, je nachdem wie viel man erkunden möchte. Marina beim entspannten Auslaufen in Oslo. Ja. Und weiter geht's nach Kristiansand. Es regnet und regnet. Abends geht's dann ins Teppanyaki. Das ist Showcooking erster Güte. Haben wir auch schon mal zu Hause gemacht, aber das war längst nicht so toll. Ganz klare Empfehlung, das mal mitzumachen. So before is Aya. Aya on egg becoming what happening make 1, 2, 3. Ah, chicken now. Okay. Yeah, Aya. All egg. And 1, 2, 3. The next show time, remember. Ready? No. 1, 2, 1. Give it, sir. Okay.
Hier stimmen die Show, das Ambiente und auch das Essen ist hervorragend. Ich habe noch nie so leckeren gebratenen Reis gegessen wie hier. Auch das Fleisch und der Fisch waren spitze. Das hat total Spaß gemacht und war sein Geld wert. Richtig gut aus. Wir schauen mal kurz in die Disco rein. Sieht schick aus, aber für uns ist die Öffnungszeit zu spät. Frühstücken tun wir in der Regel in einem der Buffet-Restaurants. In Belladonna hat man einen wunderbaren Überblick. Das Essen in den Buffet-Restaurants ist praktisch überall gleich. Wer es etwas ruhiger haben möchte, der kann natürlich auch in eines der Bedienrestaurants gehen und frühstücken. Wir holen uns lieber unser Essen vom Buffet. In Christiansand angekommen liegen wir auch relativ zentrumsnah. Die AIDA spiegelt sich wunderbar im gegenüberliegenden Symphonieorchester. Auf dem Weg in die Stadt geht es erstmal durch ein kleines restauriertes Fischereiviertel. Im Fischladen riecht es gegenüber der Karibik überhaupt nicht nach Fisch. Vor 40 Jahren hätten wir uns als erstes Mal ein Paket norwegischen Räucherlachs mitgenommen. Dann geht es weiter Richtung Yachthäfen. Und hier haben wir noch einen Beach. Auch die Segway-Fahrer fahren hier lang, die Kanuten sind hier und dann biegen wir ab Richtung Zentrum. Was hier interessant ist, die Häuser im Vorort sind alle weiß. Alles lässt sich hier relativ gut zu Fuß erreichen und wer nicht so gut zu Fuß ist, für den gibt es auch Alternativen wie die Bimmelbahn. Wir kommen pünktlich, um 11 Uhr gibt es in der Kirche ein kleines Orgelkonzert. Die Orgel stammt aus Deutschland und ist erst vor wenigen Jahren hier neu aufgebaut worden. Eine schnucklige kleine Einkaufsstraße, hier wird sogar Fußbodenheizung verbaut, sodass die Blinden auch im Winter hier sehr gut langlaufen können. Und schon sind wir zurück zum Schiff. Zum Mittag geht es ins Brauhaus. Die Essensauswahl hat allerdings wenig mit den Brauhäusern zu tun, die wir hier so aus unserer Gegend kennen. Auch die Salatauswahl ist nicht weltbewegend. Das hier gebraute Bier muss extra bezahlt werden, ist auch nicht durch das Getränkepaket abgedeckt. Da ich aber nicht so ein Bierkenner bin, reicht mir auch das normale Bier. Das gibt es immer noch auf der Karte und kann auch bestellt werden, sodass es auch nichts kostet. Abends finden ja immer sehr laute Events statt, wie zum Beispiel Schlagerpartys. Abends geht es auch schon wieder weiter. Wir legen ab und verlassen Christiansand. Das Kreuzfahrtterminal ist ein einfacher Betonsteg, der vor das Ufer gebaut wurde. Wir drücken uns mit Bug und Heckstrahler so weit ab, dass wir dann gerade durch die Insel durchfahren können. Der Wind frischt auf und der Captain verspricht uns eine nicht ganz so ruhige Überfahrt. Man merkt auch, wie das Boot leicht wackelt. Allerdings, als wir ins Bett gehen, wird es plötzlich sehr ruhig und am nächsten Morgen wissen wir auch warum. Der Captain hat richtig Gas gegeben, sodass wir schnell durch die raue Zone durch sind. Allerdings mussten wir dann am nächsten Morgen vor Skagen noch einige Runden drehen, um nicht zu früh im Hafen einzulaufen. Und schon sind wir in Skagen angekommen. Ein toller Blick über die Stadt. Das Terminal in Skagen ist auch nur ein einfaches Zelt. Wir müssen erstmal eine ganze Weile durch den Hafen laufen, vorbei am Motorenmuseum, bevor wir in Richtung Stadt kommen. Zuerst eine kleine Kapelle. Wir werfen einen kurzen Blick rein. Hier hat auch ein Café im Keller. Der Yachthafen. Hier wäre auch ein Platz für unser Boot. Vielleicht schaffen wir es ja mal. Wer Skagen weiträumiger erkunden will, der kann sich natürlich hier auch ein Fahrrad leihen. In Dänemark ist Alkohol überraschend gar nicht teuer. Neben dem Schnaps und Wein, das man hier bekommt, gibt es auch die bekannten Flötboller. Die sollte man unbedingt mal probieren. Das ist die dänische Antwort auf die Schaumküsse. Wir gehen weiter Richtung Strand, erstmal an der Stadt vorbei. Hier ist eine alte Eisenbahn, die früher zum Hafen geführt hat. Der Weg führt entlang des gesamten Fischereihafens. Je nach Windrichtung stinkt es hier gewaltig nach Fisch. Zwischendurch mal ein schwarzes Haus neben all den gelben Häusern. Witzig ist hier die Garageneinfahrt aus Gras. Nichts ist gepflastert. Am Strand angekommen, hier gibt es interessanterweise keine Muscheln. Wir gehen noch bis zum Bibfeuer. Wer mehr erkunden möchte, der kann sich bei AIDA oder beim örtlichen Fahrradverleiher ein Fahrrad leihen, bis zum Leuchtturm, bis zur Spitze fahren und viel mehr von der Gegend erkunden. Das Bibfeuer ist ein originalgetreu restauriertes altes Leuchtfeuer. Hier sind alle Häuser gelb. Was ich noch nie gesehen habe, ist, dass sogar die Garageneinfahrt mit Rasen ist, also nicht gepflastert.
Dann kommen wir so langsam in die Richtung Fußgängerzone. Das ist ein kleiner, schnuckliger Ort, aber auch nichts Besonderes. Hier ist eher die Erkundung der näheren Umgebung interessant. Die blaue Linie kennzeichnet den Weg zurück zum Schiff. Auch als Rollstuhlfahrer ist es gar kein Problem, aufs Schiff zu kommen. Die Crew steht sofort bereit und hilft. Kurz vor dem Auslaufen nochmal ein toller Blick über Skagen bei Sonnenschein. Auf der Bugkamera in der Kabine kann man schon den Schlepper sehen, der kommt und uns gleich beim Auslaufen unterstützt. Und da kommt der Schlepper auch schon bei uns an der Kabine vorbei. Von unserem Kabinenfenster aus sehen wir den Schlepper kommen und begeben uns auf die Lanai-Bahn. Es ist spannend zu sehen, wie der Schlepper die Leine übernimmt und das Heck gerade hält beim Auslaufen. Am Ende des Hafens verlässt uns der Schlepper dann wieder. Am Abend versuchen wir spontan zu viert einen Platz im Casanova oder French Kiss zu bekommen. Das sind Bedienrestaurants, wo die Getränke bezahlt werden müssen. Die sind leider schon über das Bordportal seit Tagen ausgebucht. Aufgrund unseres Rollstuhlfahrers hatten wir nichts vorgebucht. Es lohnt sich aber hier, diese Restaurants einmal zu besuchen. In jedem Restaurant ist es praktisch möglich, als Rollstuhlfahrer zu essen. Obwohl die Restaurants halb leer sind und die Tische nur halb besetzt sind, ist es trotzdem nicht möglich, zwischendurch einen Platz zu bekommen. Auf jeden Fall nicht zu viert. Am einfachsten ist es, man lernt ein Zweierpärchen kennen, das schon eine Reservierung hat. Denn aus einer Zweierreservierung eine Viererreservierung zu machen, ist in der Regel kein Problem. So sind wir am Ende spontan im Sushi-Restaurant gelandet. Hier muss man das Sushi bezahlen und die Getränke. Wir haben uns für 2 Menüs entschieden. Das Sushi war gut, aber wenn ich das mit dem Sushi von zu Hause vergleiche, dann lohnt sich der Mehrpreis nicht. Am nächsten Morgen sind wir schon in Kopenhagen. Hier liegen wir so weit außerhalb der Stadt, dass wir auf jeden Fall mit dem Bus in die Stadt müssen oder einen Ausflug buchen müssen. Der einfachste Weg ist hier der Hop-on, Hop-off-Bus. Aber aufgepasst, es gibt 2 Anbieter. Als wir von Bord gehen, sehen wir 2 riesige Schlangen. Das sind die Schlangen des offiziellen Anbieters. Wer die Karte an Bord schon gekauft hat, der muss sich nur in die zweite Schlange anstellen, zum Warten auf den Bus. Aber nebenan gibt es einen weiteren Hop-on, Hop-off-Bus von einem anderen Anbieter. Und da ist keine Schlange, dort können wir sofort einsteigen und bezahlen und schon geht's los. Der fährt die gleiche Strecke und pro Bus können auch 2 Rollstuhlfahrer mitgenommen werden. Wir fahren mit dem Bus eine fast komplette Runde bis zur Meerjungfrau. Dort steigen wir aus und laufen dann den Weg am Springbrunnen vorbei Richtung Schloss Amalienburg. Auch kulinarisch ist Kopenhagen eine gute Stadt. Es gibt hier viele hochwertige Restaurants. Das ist sehr spannend. Hier ist ein komplettes Gebäude eingerüstet und innen wird gebaut. Am Schloss findet gerade die Wachablösung statt. Ein besonderes Highlight, das man nicht verpassen sollte. Die Flagge ist gehisst, die Königsfamilie ist auch da. Weiter geht's an der Friedrichskirche vorbei zum Newhaven. Von hier aus fahren noch kleine Ausflugsboote. Ein bekannter Ort, um was zu trinken, was wir natürlich auch gleich machen. Eine kleine Pause. Das Alter der Häuser sieht man auf dem Weg zur Toilette. Also man kann hier wirklich nur draußen sitzen. In Kopenhagen gibt es auch jede Menge Hotdog-Stände. Die sind auch tatsächlich stark besucht. Da muss man sich richtig anstellen. Auf der anderen Seite ist dann der neue Platz des Königs mit seinen wunderbaren Blumenbeeten. Um die Jahreszeit noch so eine schöne Blumenpracht. Ganz schöner Platz hier. Man ist ja unfassbar, was hier noch an Blumen blühen. Ja, ich möchte so ein Beet auch im Garten haben. Dann noch einen Abstecher in Strøget, die Haupteinkaufsstraße der Stadt. Hier gibt es alle wichtigen Läden und Labels. Nicht gibt. Hier sieht man auch, dass Kopenhagen eines der wichtigsten Fahrradstädte ist. Von hier aus geht es zurück zur Bushaltestelle am Kaufhaus und wir fahren zurück zum Schiff. Und schon sind wir wieder im Bus. Vor dem Auslaufen gehen wir noch an die Aida Bar im Beach Club. Die ist wunderbar gestaltet. Hier wird sich gerade eingestimmt. Der Beach Club. Im Beach Club findet um 22 Uhr immer eine Lasershow statt und danach ein Musikevent. Dann wird es uns allerdings zu laut. Ladies and gentlemen, welcome to the Beach Club.
Lasershow, muss ich sagen, hat uns auf der Aida Perla allerdings besser gefallen. Beim Auslaufen sieht man noch die Öresundbrücke. Wir fahren allerdings in die andere Richtung und später abends sieht man noch die Engstelle zwischen Helsingør und Helsingborg. Was gibt es sonst noch auf dem Schiff? Wir laufen durchs Casino, die Fotowelt und gegenüber ist dann noch die Galerie. Das Studio X, hier laufen abends auch Shows wie zum Beispiel die Pyramide. Dahinter die Art Bar, wo man abends schön sitzen kann, was trinken und auch, da sind Tische und Stühle, wo man auch spielen kann. Gut, hier gibt es noch die scharfe Ecke, die Currywurst, leider ohne Pommes. Daneben noch die Dönerbude. Hier kann man auch abends gut sitzen und spielen. Im Shoppingbereich haben wir nichts gekauft, war nichts Besonderes dabei. Gibt es alles zu Hause auch günstiger. Wir gehen heute ins East essen. Das ist ein asiatisches Buffet-Restaurant. Hier ist auch Essen und Trinken kostenlos. Die Anordnung des Buffets im East ist etwas schwierig. Alles Wichtige gibt es an einer Stelle. Das gibt oftmals Staus. Wenn man nur einen Löffel Reis will, dann muss man sich anstellen, wenn man nicht unbedingt Ärger mit seinem Mitreisenden bekommen will. Hier besteht Verbesserungspotenzial. Anschließend nochmal einen Blick über das Buffet im Yachtclub. Das ist reichhaltig und bietet viel Auswahl. Kurz gebratenes wie Fisch und Fleisch ist allerdings oft recht totgebraten. Ja. Dann sind wir auch schon auf unserem letzten Stopp, Aarhus. Wir liegen hier nicht sehr schön mitten im Industriehafen. Die Stadt ist dahinter. Durch den Industriehafen muss jeder mit dem Bus in die Stadt gefahren werden. Zu Fuß laufen kann man hier nicht. Und auf der anderen Seite ist der Containerhafen. Da sieht man, was passiert, wenn Tausende von Leuten gleichzeitig mit dem Bus in die Stadt fahren wollen und es nicht genügend Einstiegsmöglichkeiten gibt. Eine ganz große Schlange. Für Rollstuhlfahrer gibt es spezielle Busse, mit denen sie in die Stadt kommen. Nach der Fahrt durch den Hafen steigen wir am Sammelpunkt aus. Wir lassen es ruhig angehen und gehen als erstes zum Sailing Aarhus. Das ist ein Kaufhaus mit wunderschön angelegter Dachterrasse. Hier hat man einige sehr schöne Aussichtsplattformen und hat einen wunderbaren Blick über die Stadt. Es geht sicherlich höher hinaus noch, aber uns reicht das erstmal. Was wir noch ausgelassen haben, ist das Kunstmuseum, auch mit schön angelegtem Dach, aber wir wollen an dem heutigen Tag nicht so viel machen. Unten sieht man schon die Fußgängerzone, da wollen wir natürlich gleich auch hin. Es ist noch wenig los, wir laufen die Fußgängerzone entlang bis zum Dom. Den Dom schauen wir uns natürlich auch an. Ein sehr helles Gebäude. Die wenigen Verzierungen, Vertäfelungen bilden einen sehr interessanten Kontrast. Sehr schön. Auch von außen ist das ein sehr imposantes Gebäude. Dann geht es am Kanal entlang zurück zur Bibliothek. Über die Straße führen uns hier die Wikinger. Von der Bibliothek aus hat man einen besonderen Blick in die Ferne zum neu gestalteten Stadtviertel. Ganz moderne Architektur. Das Highlight ist hier das Aarhus Oi. Das wäre auch ein Besuch wert gewesen, wenn wir uns mehr Zeit gelassen hätten. Man sieht das auch nochmal beim Auslaufen. Unter dem Dock 1 sind anscheinend Parktaschen, wo man reinfahren kann und dann mit dem Aufzug nach unten gefahren wird. Ja, mal interessant zu sehen, wie es unten aussieht. Wir schauen noch kurz in die Bibliothek. Dort sieht man ein Wetterstudio. Dort wird gerade das Wetter aufgenommen. Oh, das sieht nicht gut aus für Tschechien und Polen. Daneben noch eine interessante Anlage, die das Laub aus dem Kanal fischt. Das Wasser in der Stadt wird immer auf einem bestimmten Pegel gehalten. Die Stadt ist höher mit Wasserstand und wir haben jetzt gerade hier Niedrigwasser. Dann geht es an den Startungen vorbei, zurück zu dem Busparkplatz. Von dort werden wir dann wieder durch den hässlichen Hafen zum Schiff gebracht. Nach den Ausflügen gehen wir gerne ins Fuego. Das ist ein einfaches Restaurant, wo auch gerne Familien mit Kindern essen gehen. Auch die Besatzung kommt hier mittags gerne mal. Durch die Kinder ist es schon etwas laut. Auch eine Babystation gibt es hier, aber man hat hier einen wunderbaren Ausblick über das Wasser. Das Essen ist sehr einfach, wie zum Beispiel Fischstäbchen und Kartoffelbrei. Aber es gibt auch Hamburger, Pommes und Pizza.
Wir verlassen Aarhus. Der hässliche Hafen ist kein schöner Anblick. Vorbei an einem Containerschiff, das gerade beladen wird. Ja. Und dann geht es im Sonnenuntergang aufs offene Meer. Noch ein letzter Blick auf den neuen Stadtteil von Aarhus. Abends gibt es immer im Theatrium tolle Shows, die finden zweimal statt. Dann mittendrin dann die Primetime, diesmal mit Olli. Besonders interessant war die Primetime mit dem Captain. Da gab es eine Live-Schalte zur Brücke mit dem Staff-Captain. Das war eine coole Sache. Auch die Shows Wer wird Millionär oder Voice of the Ocean werden hier übertragen. Das ist immer sehr schön. Anschließend gab es noch ein Fotoshooting mit dem Captain und dem General Manager. Jeden Tag ein tolles Programm. Leider merkt man hier doch die Größe des Schiffes. Das Theatrium ist für die Menge an Leuten einfach zu klein. Man muss ewig lange da sein und kämpft mit den Mitreisenden um einen Sitzplatz. Das ist sehr mühsam und macht keinen Spaß. Für Rollstuhlfahrer gibt es allerdings einen extra Bereich. Die Shows werden auch auf die Bildschirme an den Sitzgruppen ringsherum übertragen, sodass man auch dort die Show gucken kann. Allerdings, wenn man keinen Platz findet und stehen muss und es dann einem zu mühsam ist zu stehen, dann gibt es keine Möglichkeit, das auf der Kabine zu gucken, denn dorthin wird die Show leider nicht übertragen. Das ist schade. Zum Frühabschied spricht nochmal der Captain. Das war wieder eine sehr schöne Woche. Ja, wenn wir morgen Kiel erreicht haben, liegen gut 1067 Seemeilen hinter uns. Und ich denke, auch wenn uns das Wetter vielleicht die ersten Tage so einen ganz kleinen Strich durch die Rechnung gezogen hat, wenn ich da so an Oslo und Kristiansand denke, wo es doch ja relativ viel flüssigen Sonnenschein von oben gab, muss man ja fairerweise sagen, in Deutschland sah es auch nicht besser aus. In der Nacht durchfahren wir noch die Störebergbrücke, bevor wir am nächsten Morgen wieder in Kiel sind. Das Ausschiffen ist wieder problemlos bis zur nächsten Kreuzfahrt.